Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, und hier fühlt er sich natürlich am wohlsten Offroad, der neue Hyundai Tucson, und wir machen mal den etwas anderen Test heute. Das wird ein etwas anderes Video. Es gibt schon ein Video von uns, da ist natürlich alles beschrieben, was er hat und wie er aussieht und so weiter und so fort. Aber wir wollen heute mal testen, was eigentlich so im normalen Leben mit dem Tucson so passiert. Und da geht es natürlich von der Landstraßenfahrt über die Autobahnfahrt direkt ins Dunkel hinein. Was ist mit der Technik, die innen verbaut ist? Wie kann sie uns helfen? Wie groß ist der Kofferraum? Was passt da alles rein? Und eigentlich nur wirklich Praxiserfahrungen, wie du oder ich sie bei der Probefahrt machen würden. Und darum geht es jetzt in diesem Video. Dynamische Linien, geometrische Oberflächenstrukturen und teilverspiegelte aus dem Kühlergrill herausstrahlende LED-Tagverlichter verleihen dem neuen Hyundai Tucson eine unverwechselbare Persönlichkeit. Sportliche Proportionen kombiniert mit Oberflächen im Diamantenschiff-Look und einer revolutionären Lichtsignatur. Der neue Tucson interpretiert die Hyundai-Design-Philosophie auf einzigartige Weise. So wirbt Hyundai mit dem neuen Tucson. Gut sieht er aus, und jetzt schauen wir mal, was man mit ihm machen kann. Ich kann mir noch so viel Mühe geben. Der neue Tucson ist und bleibt der alleinige Star des heutigen Videos. Damit kommen wir schon zu meiner Wunschausstattung, und ein ganz großer Dank geht an die Firma ASL Lichtblau GmbH in Potsdam, Teltow und Berlin, die mir dieses wunderschöne Fahrzeug für das Video zur Verfügung gestellt haben, und für mehr Informationen findet ihr einen Link in meiner Videobeschreibung. Ich fahre heute das aktuelle Modell in dem Ausstattungspaket Trend. Hier sind unter anderem Voll-LED-Scheinwerfer, ein Smart-Key-System und 18 Zoll Leichtmetallfelgen verbaut. Zusätzlich haben wir hier einen intelligenten Allradantrieb, LED-Rückleuchten und ein riesiges Panoramaglasdach verbaut. Angetrieben wird dieser Hyundai durch den 1,6 GDI 48 Volt Hybrid Allradmotor mit 7-Gang-Getriebe und 180 PS. Als erstes mache ich immer den Kofferraumtest mit mir selber. Mit knapp 1,90 Meter habe ich hier ausreichend Platz, ohne die Vordersitze verstellen zu müssen. Theoretisch könnte man auch im neuen Tucson übernachten, falls es mal die Situation erfordert. Ganz wichtig ist auch, dass ich mein 28 Zoll E-Bike verstaut bekomme, da ich auch mal gern ohne Verbrennungsmotor unterwegs bin. Das Highlight beim Tucson ist hier: Ich bekomme tatsächlich ohne Probleme mein riesiges Fahrrad eingeladen, ohne die Vordersitze zu verstellen. Das freut mich riesig, und dafür bekommt er schon mal Pluspunkte. Wie man sieht, haben im hinteren Bereich auch große, in Klammern kräftige Menschen Platz, und man stößt auch nicht gleich mit dem Kopf an die Wagendecke. Die Rücksitzlehnen sind übrigens verstellbar, und auch im vorderen Bereich ist ausreichend Platz und Reserven für eine lange Fahrt oder einen ganzen Urlaub im Auto. Aber so langsam kommen wir mal zum Fahrtest. Um den richtigen Fahrmodus im digitalen Cockpit auszuwählen, kann man hier zwischen Eco, Normal und dem Sportmodus wählen und sich hierfür die richtigen Armaturen einstellen. Wenn schon, denn schon, erstmal Sportmodus rein, und wir sehen, der 1,6 GDI Allradbenziner mit 180 PS, der ist in 8,2 Sekunden von 0 auf 100. So, jetzt bin ich auch mal auf dem Feldweg unterwegs, und es ist schon relativ hucklig. Es ist jetzt sozusagen nicht die Rallye Dakar. Es ist einfach ein relativ hügeliger Feldweg, und es macht auch mal Spaß, mit dem Tucson so ein bisschen Offroad unterwegs zu sein. Einfach mal auch das SUV-Feeling zu bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich dachte, ich werde hier so ein bisschen durchgeschüttelt von den Federn oder von irgendwelchen anderen Geschichten, und muss ehrlich sagen, also wirklich herrlich. Du denkst, du fährst hier auf der Landstraße, obwohl du wirklich auf einem hügeligen Feldweg unterwegs bist. Wir fahren hier ungefähr so 30 km/h, und ich kann wirklich nur sagen, schöne Sache hier mit dem Feldweg, und der federt dich sauber ab. Du kommst dir nicht vor, als wenn du durchgeschüttelt wirst. Ich bin echt zufrieden. Daumen hoch. Zwischen 80 und 100 km/h geht es dann auf die Landstraße, und mittlerweile ist es schon dunkel, und man sieht, wie die neuen Voll-LED-Scheinwerfer arbeiten.
Die modernen Scheinwerfer sind Xenon- und Halogenleuchten natürlich weit überlegen und sie projizieren einen sehr weiten Lichtkegel auf die Fahrbahn und man fühlt sich hier wirklich übersichtlich aufgehoben. Ich musste wirklich nur ganz selten das Fernlicht mit dazugehöriger Abblendautomatik einschalten, aber jetzt geht's mal in den Kreisverkehr und hier kann man sehen, dass die Scheinwerfer der Strecke folgen und einfach ein fabelhaftes Licht erzeugen. Das statische Abbiegelicht ist im Trend-Ausstattungspaket ebenfalls integriert und bietet nochmal zusätzliche Sicherheit. Alles in allem kann ich nicht meckern. Übersichtlich, lichtstark und hell bietet sich mir das Fahrgefühl im Dunkeln mit dem neuen Tucson hier auf der Landstraße. Neuer Tag, neues Glück mit dem Hyundai Tucson und am heutigen Tage ist natürlich noch ein bisschen Stadtverkehr angesagt. Ich muss mal gucken, ob ich einen Stau finde. Ich wollte noch nie freiwillig mal einen Stau finden. Heute machen wir es mal mit dem Tucson und gleichzeitig müssen wir natürlich noch ein paar Fahrassistenten, ein bisschen elektronische Details hier von dem Fahrzeug klären. Wir müssen auch noch mal auf die Autobahn, aber erstmal müssen wir tanken und das werden wir jetzt tun. Zum Thema Tanken kann ich sagen, beim Spritverbrauch ist der neue von Hyundai in der goldenen Mitte. Bei meiner etwas rasanten Fahrweise über 300 Kilometer bin ich im Durchschnitt bei 9 bis 10 Litern gelandet. Es geht aber auch locker im Bereich zwischen 7,5 und 8,5 Litern bei einer entspannten Fahrt auf der Landstraße. Im Stadtverkehr, da lag ich dann im Durchschnitt bei 8,7 Litern E10 Benzin. Und los geht's auf die Autobahn im Tageslicht und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt nicht allzu viel Verkehr haben, dass wir auch das Fahrzeug mal am Tag etwas höher geschwindigkeitsmäßig testen können und ja, wir schauen einfach mal, was so passiert hier auf der Autobahn und gucken wir mal, wie sich der Tucson hier am Tage auf der Autobahn schlägt. Wir sind natürlich im Sportmodus und gucken mal, wie das Gas direkt am Motor hängt. Mittlerweile haben wir jetzt auch die Möglichkeit, etwas schneller zu fahren und das machen wir auch mal hier mit dem Tucson und schauen einfach mal, wie das so passiert. Mittlerweile sind wir bei 180, ganz entspannte Geschichte, also da ist jetzt sozusagen nichts irgendwie, was dich aufregen würde. Und von der Höchstgeschwindigkeit pegelt er sich dann direkt bei 210 km/h ein. Und das ist natürlich schon eine Leistung für so ein großes Auto. 210 km/h in der Spitze, muss natürlich am Tage ganz schön aufpassen hier. Und man merkt auch, es wird ein bisschen lauter im Innenraum, aber ansonsten, ich fahre ganz entspannt, also vom Prinzip her, das Einzige ist, was ich nicht mag, ist der Spurhalteassistent. Den habe ich jetzt vorher rausgenommen, weil der ist nicht so mein Fall. Also der ist auf der Autobahn überhaupt nicht mein Freund, gerade nicht bei den hohen Geschwindigkeiten. Und ja, dementsprechend gibt es halt keinen Fahrspurassistenten, sondern Fahrfreude pur. Das Ganze dann, wie gesagt, im Sportmodus, hier bei gepflegten 180 im Durchschnitt. Wir drücken noch mal kurz auf die Tube und gucken mal, was da so passiert. Jetzt geht es ein bisschen bergab und einfach mal schauen, ob er auf die 210 direkt kommt. Jetzt gehen wir mal Berg hoch, also Berg, ich meine, die in Bayern würden sagen, das ist ein Hügel. Aber hier in Brandenburg gibt es natürlich Autobahnberge und ja, also ich sag mal so um die 210 schafft er schon und das wirklich ganz entspannt. Also da muss man jetzt keine Angst haben im Fahrzeug oder irgendwie denken, hier wackelt es, hier kracht es, hier passiert nichts. Außer dass dann natürlich geschwindigkeitsbedingt im Innenraum etwas lauter wird und vom Prinzip her kann man hier wirklich ganz entspannt Autobahn fahren und so meine Lieblingsgeschwindigkeit ist immer so, ja, wenn es freigegeben ist, so zwischen 140 und 160. Das ist meiner Meinung nach noch eine Geschwindigkeit, wo man einigermaßen durchsieht, wo man auch noch rechtzeitig reagieren kann und in diesem Geschwindigkeitsbereich, jetzt sind wir gerade bei 160, ja, da ist das Ding völlig entspannt und liegt eigentlich im Sportmodus schön in der Hand, auch durch das Lenkrad, das greift sich einfach mal richtig super und das macht echt Spaß. Also vom Prinzip her kann man hier wirklich mit dem Hyundai richtig schöne Reisen machen und
kommt wirklich entspannt an. Geschwindigkeit jetzt aktuell bei 160 km/h. Das merkt man kaum. Wenn man bei 160 jetzt nochmal rauftritt, direkt, ja, dann zieht er dir aber auch nochmal kurz so ein bisschen von dann. Also es ist nicht so, dass er jetzt sozusagen die restlichen km/h im Schneckenmodus hochzieht. Du merkst schon, dass er nochmal anzieht und er kommt auch sozusagen bei den Geschwindigkeiten. Also man kann echt sagen, top, Autobahn gefällt mir persönlich ideal. Ich bin jetzt nicht der Raser, der jetzt unbedingt jeden Tag 200 fahren muss, aber so Geschwindigkeiten zwischen 140, 160 ist schon eine Sache, wo man sagen kann, ja, er packt's. Und vielleicht ist noch wichtig zu sagen, wenn man hier auf der Autobahn vor sich hinfährt, dann ist das natürlich immer eine Konzentration. Viele werden sagen, ja, Konzentration hin und her, muss der nur geradeaus gucken. Aber vom Gucken her und gerade wenn die Autobahn voll ist, da ist natürlich ein bisschen was los auf der Straße. Und wenn man das Bedienungssystem noch nicht so beherrscht, also wirklich nicht weiß, wo jetzt welche Taste ist und was man hier einstellen soll, dann guckt man dann doch schon mal kurz runter, wo war denn jetzt der Knopf oder was macht man denn oder wie geht's? Also das hat man dann wahrscheinlich nach, ich weiß nicht, 1-2 Monaten komplett drin, Navigation einstellen und andere Dinge. Aber so am Anfang ist es natürlich erstmal relativ wuchtig mit diesen ganzen Touchscreen-Tasten. Und da muss man natürlich dann mal ein bisschen gucken, wo man dann sozusagen jetzt so seine Einstellungen tätigt. Gerade so ein bisschen beim Radio, Sender umstellen und so, das ist relativ einfach. Aber bei der Navigation, ich würde jetzt nicht direkt auf der Autobahn bei 160 km/h versuchen, mein Navigationssystem einzustellen. Also so einfach ist es dann auch nicht. Aber wie gesagt, du gewöhnst dich dran. Ich denke mal so nach 1-2 Monaten weißt du ganz genau, wo was ist, wenn du das ganze Ding hier durchgetestet hast. Und schöne Sache. Ja, was lässt sich noch zu sagen zum Tucson, was ich so gestern festgestellt habe? Spritverbrauch, kommen wir nachher nochmal zu, ist völlig im Level. Also du bist jetzt nicht, nur weil du so ein großes Auto hast, jetzt sozusagen der beste Kunde an der Tankstelle. Das haben sie gut in der Reihe bekommen. Und ansonsten kann ich immer nur wieder sagen, A, schönes Wetter, B, schönes Auto. Also vom Prinzip her, ich brauche eigentlich nicht mehr zum Fahren als so ein bisschen groß, 1 Meter vorne, 1 Meter hinten. Das Ganze dann so ein bisschen variabel gestaltet. Gefällt mir wunderbar und kann eigentlich bis jetzt noch nicht meckern. Mal gucken, im Fazit können wir vielleicht meckern. Mal sehen. Ja, und das Touchscreen ist natürlich von der Bedienbarkeit total easy. Jetzt den aktuellen Radiosender einstellen, das ist natürlich eine Sache, die geht total einfach. Einfach nur vor sich hin drücken. Das Ganze dann natürlich auch schon mit DAB+ und den normalen UKW-Betrieb. Und gleichzeitig ist es natürlich witzig, wenn man hier so ein bisschen auf Media geht, kann man natürlich dann in Stausituationen, und ich mache mal ganz kurz leiser, in Stausituationen unwahrscheinlich gut entspannen. Denn wir sehen schon Naturklänge. Ja? Und wenn man hier auf Naturklänge raufdrückt, das ist total cool. Da kommt Meeresrauschen, oder? Das ist doch die totale Entspannung für den Stau. Einfach mal direkt an die Ostsee innerhalb von wenigen Sekunden. Oder wer natürlich mehr die Natur mag, der geht einfach mal direkt hier auf lebendigen Wald. Und der lebendige Wald, auch eine schöne Geschichte. Stellt sich vor, man ist jetzt mit der Decke direkt auf der Wiese und im Wald. Schöne Sache. Wer bei diesem Wetter, Sonne, Sommer pur, wir sehen es gerade, Sommer, blauer Himmel, natürlich auch mal sagt, nö, ich habe jetzt Bock auf einen Regentag. Na, der ist natürlich ideal im Hyundai Tucson aufgehoben und kann den Regentag hier genießen, auf alle Fälle mit dem Sound. Und ja, Straßencafé, weiß ich jetzt nicht, was das so ja, also ich würde mich im Auto jetzt nicht in einen Straßencafé hineinsetzen, beziehungsweise wenn ich einen Kaffee in der Hand habe, vielleicht um mich stimmungsmäßig mal in die Straßencafé-Stimmung hineinzubegeben. Aber natürlich abends dann, wenn es draußen kalt ist und man im Winter dieses Fahrzeug fahren sollte, kann man sich natürlich auch mal den warmen Kamin anmachen. Und da wird dir eingeheizt vom Sound her. Dann drehst du die Heizung noch auf die höchste Stufe und fühlst dich, als wenn du direkt am warmen Kaminfeuer bist. Und ja, ich wollte es euch bloß mal zeigen. Das ist natürlich eine schöne
Beschäftigung hier so einfach mal direkt in diesen Geräuschen hin und her zu scrollen. Es gibt natürlich noch verschneites Dorf. Ja? Also direkt im Sommer ist das natürlich auch eine schöne Alternative, wenn du so bei 28 Grad Auto fährst und die Klimaanlage richtig runterdrehst, dann ist natürlich der Sound für das verschneite Dorf ebenfalls eine gute Empfehlung. Schöne Sache, Hyundai, habt ihr gut gemacht. Und für Menschen, die natürlich die Sauberkeit im Auto mögen, die müssen sich natürlich immer einen Staublappen bzw. ein antistatisches Tuch bereitlegen, denn der Tucson ist natürlich hier im Touchscreen-Bereich sehr anfällig für Staub und Fingerabdrücke. Denn spiegelt er natürlich, für Kameramänner natürlich nicht so geeignet. Aber man sollte sich, wie gesagt, ein bisschen freundlich was parat legen, wo man dann immer drüber putzen kann. Nach 3 Tagen Benutzung hier das Touchscreen. Und gleichzeitig sieht man natürlich auch durch diese wunderbare Beschichtung und dieses Glänzende, ist es natürlich so, dass das wirklich den Staub magisch anzieht. Aber vom Prinzip her, klar, wie will man es anders machen? Dann sieht es wieder nicht gut aus oder man hat wieder andere Probleme. Aber wie gesagt, einfach mal einen Staublappen und ein antistatisches Tuch bereitlegen. Der hier, der zieht den Staub magisch an wie eine schwarze Schrankwand. Auch ausstattungstechnisch ist natürlich der neue Tucson wunderbar. Es gibt ihn in 4 verschiedenen Ausstattungsvarianten. Wir fangen an mit Pure, gehen dann sozusagen auf Select oder auf Trend, beziehungsweise wer alles drin haben möchte, der nimmt dann die Ausstattungsvariante Prime. Und die Pure, die fängt bei 26.800 € an. Select ist dann 2.700 € teurer. Trend mit 3.000 € teurer und Prime nochmal 4.500 € obendrauf. Dann hat man wirklich alles komplett drin. Und das kann man sich natürlich alles im Internet so ein bisschen zurechtlegen und natürlich auch zusammenbauen. Aber von den Ausstattungsvarianten ist natürlich dann für dich selber das gegeben, was du brauchst. Und ich persönlich brauche eine Sitzheizung, ich will eine Lenkradheizung, ich will ein gut funktionierendes Display mit viel Technik und Fahrassistenten drin. Ich möchte ein Dach, ich möchte einen Allradantrieb und dann ist es schon sozusagen, ein schöner Motor ist natürlich noch wichtig und da gibt es natürlich auch unwahrscheinlich viele Motorvarianten. Und auch im Stau ist natürlich der Hyundai dein idealer Begleiter. Hier direkt mal ganz entspannt, weil du bist oben, du hast hier sozusagen komplett die Übersicht über alles, was vor dir direkt auf der Straße passiert. Kannst ganz relax ankommen und wie gesagt, falls dir langweilig sein sollte, es gibt natürlich noch die Möglichkeit, sämtliche Geräusche wie Meeresrauschen oder Kamin einzuspielen, währenddessen du direkt im Stau stehst. Auch eine schöne Geschichte. Und so kann ich eigentlich nur sagen, du sitzt entspannt, du kannst vor dich hin gleiten. Die Belüftung ist optimal, die wird nicht warm im Auto, sofern der Motor an ist. Und ja, es macht auch mal Spaß im Stau bzw. hier im stockenden Verkehr Auto zu fahren. Und ja, das wollte ich euch bloß mal zeigen. Stau und stockender Verkehr, Hyundai Tucson, auch kein Problem. Und es gibt diesen Fahrassistenten, der dich dann direkt hier im Display daran erinnert, dass dein Vordermann losgefahren ist. Da gibt es nochmal ein kleines Kling-Ding. Und dann gibt es die Möglichkeit, dann sozusagen auch loszufahren. Ja, also Klingeling, dann zeigt er dir, der Vordermann ist losgefahren und dann kannst du natürlich auch anfahren, falls du jetzt mal irgendwie beschäftigt sein solltest. Natürlich nicht mit dem Handy im Auto, sondern ganz einfach mal aufs Display schaust oder die Navigation einstellen möchtest. Da sagt dir sogar schon die Elektronik Bescheid, dass du jetzt weiterfahren kannst. Schöne Sache, wie ich finde. Und eine lustige Geschichte im Stau ist natürlich, wenn du jetzt hier die Kamerataste drückst, dann siehst du direkt auf dem Bild, was hinter dir passiert, beziehungsweise was hinter dir los ist. Kannst du dich mal im Stau mit beschäftigen oder vom Einkaufszentrum. Selbst wenn du fährst, siehst du hier sozusagen komplett noch hinter dir, was passiert in deiner Rückfahrkamera. Und beim Fahren ist natürlich dann nicht mehr so sinnvoll, jetzt irgendwie direkt in den Display zu schauen und gucken, was da sozusagen hinter dir passiert. Aber auf alle Fälle im Stau oder wenn man hier direkt vom Einkaufszentrum steht oder andere Dinge macht, dann finde ich es mal lustig. Also einfach Kamera einschalten oder wie gesagt ausschalten und schon siehst du hier über dein Display, was da so passiert hinter dir. In Sachen Anschlüssen musst du dich hier überhaupt nicht verärgern oder wundern. Du hast wirklich alles, was du brauchst
hier im vorderen Bereich, im Fahrerbereich, 2 USB-Anschlüsse, dann nochmal komplett ein 12-Volt-Anschluss mit integriert. Du kannst dein Telefon hier direkt in die Ladeschale einlegen und mehr braucht man eigentlich nicht. Also Handy aufladen, entweder über die Ladeschale oder direkt über den USB-Anschluss. Tja, und natürlich andere Geräte kannst du ebenfalls noch betreiben, wie, weiß ich nicht, wenn du eine Kühlbox mitnimmst oder andere Geschichten planst. Auf alle Fälle ist genug Strom da. Gibt es denn hier direkt hier auch noch was? Nee, also in dem großen Mittelkonsolenfach ist natürlich nur viel Platz, aber da gibt es dann keine Anschlüsse mehr und natürlich klar Getränkehalter, alles mit dabei und ja, du kannst dich hier ideal wohlfühlen, weil die Armaturenbegrenzung bzw. hier die Mittelkonsole, die ist pauschal mal 20 bis 25 cm dick. Also wenn du deinen Beifahrer nicht leiden kannst, dann sitzt er auf alle Fälle in der richtigen Entfernung zu dir. Es gibt so viele schöne Sachen hier im neuen Hyundai Tucson und das macht einfach Spaß, den Wagen zu fahren, auch entspannt zu fahren. Schöne Sache. Kann natürlich dazu fügen, dass ich als Filmexperte hier natürlich im Hyundai Tucson die Kamera auch richtig gut finde und die macht ein Bild, das ist eine Schärfe, ebenfalls im Dunkeln, hat die eine super Helligkeit, also so von der Rückfahrkamera kann man nun begeistert sein im neuen Tucson, die ist richtig scharf und natürlich auch im Dunkeln sehr, sehr übersichtlich. Irgendwann ist auch immer mal Schluss mit lustig und das ist jetzt so ein bisschen der Zeitpunkt dafür, auch für mein Fazit. Ich hatte jetzt den Hyundai Tucson 3 Tage lang und konnte den wirklich auf Herz und Nieren testen, so wie ich als normaler Mensch den teste und er hat mich nicht enttäuscht auf der Autobahn. Er hat mich Offroad ebenfalls nicht enttäuscht. Gut, Offroad ist natürlich was anderes. Die richtigen Jeep-Fahrer werden sagen, na, was macht denn der da auf dem Feldweg? Aber vom Prinzip her, du bist einfach Offroad, so feldwegmäßig relativ gut unterwegs und wirst einfach nicht umhergeschüttelt, sondern der federt dich richtig schön sanft ab. Wie gesagt, Autobahn 210 km/h als Spitzengeschwindigkeit reichen mir vollkommen aus. Die werde ich so oft sowieso nicht fahren. Und gleichzeitig natürlich, für mich ist wichtig, eine Menge drin zu haben für einen vernünftigen Preis. Und was ich lieben gelernt habe jetzt bei Fahrzeugen ist natürlich die Sitzheizung. Das ist eine schöne Sache, die ist Pflicht. Die ist ebenfalls hier in der Ausstattungsvariante mit drin. Gleichzeitig habe ich auch noch lieben gelernt Lenkradheizung. Das ist was richtig Feines bei den kalten Temperaturen, wenn dann sozusagen hier automatisch deine Hände gewärmt werden. Und natürlich so einige Geschichten in Sachen technischen Aspekt. Also ich brauche mein Apple CarPlay, ich brauche mein Bluetooth zum Telefon verbinden, ich brauche mein Navigationssystem und ich muss einen guten Sound haben und gleichzeitig natürlich noch ein Sonnendach. Und alles das ist in dieser Ausstattung hier enthalten und ist auch wunderbar verarbeitet. Ich habe hier kein Wackeln, kein Klappern, keine Schraube irgendwo, die locker ist oder so. Das ist alles komplett wertig verbaut und ich kann wirklich sagen, es gefällt mir, aber ich habe einen Punkt, wo ich meckern muss, aber das kann natürlich auch an mir liegen. Ich habe es jetzt komplett nicht bis zum Ende durchprobiert, aber ich habe festgestellt, dass der Spurhalteassistent, deren Freund ich nicht bin, nicht automatisch, also doch, der ist bei jedem Neustart wieder automatisch mit drin im Menü und ist dann auch aktiviert und den musst du dann immer wieder komplett ausschalten, wenn du ihn nicht haben möchtest. Und das finde ich ein bisschen doof, aber kann natürlich sein, dass ich jetzt sozusagen hier in diesen Technikwaren nicht die richtige Einstellung gefunden habe, dass es irgendwo geht. Aber das habe ich festgestellt, was mich so ein bisschen geärgert hat, weil ich mag den nicht. Einer wird ihn lieben, wenn du jetzt müde bist oder viel Auto fährst und dann die Spur nicht hältst, dann ist es vielleicht was richtig Schönes, aber ich mag den einfach nicht, gerade auf der Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten und so, das ist nicht so mein Ding. Wie gesagt, das musste ich feststellen, das ist aber wirklich das Einzige, was ich als normaler Mensch, als normaler Autofahrer zu meckern habe. Ansonsten, wie gesagt, sauber verarbeitet, die Elektronik, die hier drin ist, die reicht für die nächsten 10 Jahre. Noch dicker aus. Sämtliche Assistenten, der tote Winkelassistent ist sehr wichtig, wo es dann hier ein rotes Signal im Rückspiegel gibt. Sehr schöne Geschichte, spart sozusagen den Schulterblick. Und ansonsten kann ich wirklich sagen, Hyundai, schönes Auto gebaut. Mir gefällt es richtig gut. Ich brauche nicht mehr. Ich muss jetzt sozusagen keine 500 PS haben. Und gleichzeitig, wenn man jetzt noch mal ein bisschen weiter denkt, man fährt ja so ein Auto meistens so 3-4 Jahre, da gibt es natürlich auch noch die Garantien von Hyundai. Und da
da geht es natürlich richtig ab. Und ich muss jetzt mal ablesen, weil es so viele für das Fahrzeug sind. Steht im Internet direkt auch bei Hyundai. Und zwar sind natürlich 5 Jahre Garantie ohne Kilometerlimit hier gewährleistet. Und jetzt gibt es natürlich wahrscheinlich auch Kleingeschriebenes, wo dieses ohne Kilometer-Limit wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen differenziert wird. Man wird jetzt nicht 1 Million Kilometer hier fahren können und komplett auf Garantie alles machen lassen können. Das glaube ich nicht. Aber es ist schon mal schön, dass es einfach mit drinne ist. Gleichzeitig gibt es natürlich hier auf die Mobilität 8 Jahre Garantie, ebenfalls auf die Batterie. Dann nochmal 5 Sicherheitschecks und 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung. Und da ist natürlich noch eine Menge mehr hier bei Hyundai vorhanden. Aber du bezahlst einen Preis, kriegst ein ordentliches Auto, was sauber verarbeitet ist. Gleichzeitig noch die Garantien mit drin. Und das ist natürlich ein Diskussionsthema. Früher sollten die Autos 10 Jahre halten. So waren die natürlich auch gebaut. Aber heutzutage, wenn wir jetzt mal zur Konkurrenz gucken, da glaube ich nicht mehr, dass die Fahrzeuge 1 Million Kilometer schaffen. Vielleicht noch irgendwie unter besonderen Aspekten. Aber so wie es früher war, ist es heute nicht mehr. Du fährst dein Auto 3-4 Jahre. Wenn es dir einigermaßen gut geht, dann wirst du natürlich auch das Auto wieder wechseln. Der Hyundai ist jetzt momentan irgendwie ab 299 Euro monatlich zu leasen. Ist natürlich auch wieder eine Sache des Kleingeschriebenen, was da alles so mit drinne und inklusive ist. Aber ich sag mal, abschließend gesagt, du kriegst für wenig Geld ganz viel zuverlässig und ordentlich verbautes Auto inklusive Garantien. Und die Ansprüche, die man so als normaler Autofahrer hat, die werden in diesem Fahrzeug schon übererfüllt, weil du wirklich so viel Technik drin hast und natürlich auch so viel Fahrassistenten und natürlich auch ein Fahrkomfort, was einfach mal herrlich ist. Du fühlst dich hier in diesem Fahrzeug wie zu Hause. Keine Rückenschmerzen bei den Sitzen, trotz langer Fahrten und gleichzeitig natürlich auch ein wunderbares Gefühl. Du hast Platz, du hast eine richtig dicke Mittelkonsole, wo du einigermaßen Dinge abstellen kannst. Du kannst dein Telefon aufladen, hier direkt in der Konsole. Du hast verschiedene Anschlüsse, Möglichkeiten. Ich kann nur sagen, Daumen hoch, Hyundai Tucson, das war's und vielen Dank fürs Zuschauen. Sehr gerne ein Abo, sehr gerne ein Like oder einen freundlichen Kommentar. Wie seht ihr den neuen Hyundai Tucson hier direkt im Test, beziehungsweise wenn ihr den schon mal hattet, schreibt einfach eure Erfahrungen hier in meine Kommentare. Mich würde es freuen und ich sage danke, tschüss, bye bye und winke, winke.